In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einigen Produkten von Noch ein eindrucksvolles Diorama entstehen lassen können. Sie erfahren, wie Sie mit den Produkten die Topografie einer Landschaft gestalten können. Auf einem vorbereiteten Grundrahmen mit eingebauten Spanten, die die grobe Struktur der Erhebungen vorgeben, soll Schritt für Schritt die Landschaft entstehen. Für die Geländestruktur wird Gelände-Alugewebe verwendet. Dieses wird auseinandergefaltet und mit einer Schere großzügig zugeschnitten. Das zugeschnittene Gewebe wird vorab geknüllt. Dies ist nützlich, um es nachfolgend besser an die vorgegebenen Landschaftsumrisse anpassen zu können. Außerdem wird eine gewisse Geländeunebenheit erzielt. Anschließend wird es wieder entfaltet und auseinandergezogen. Mit einem Handtacker wird das Gewebe festgetackert und fixiert. Dabei werden überstehende Ränder auf der Unterseite gefaltet. Das Ergebnis ist eine solide Basis für die weitere Gestaltung. Der nächste Schritt ist die Erstellung gegossener Felsstrukturen. Hierfür werden die Noch Felsgussformen und die Profi-Gießmasse benötigt. Die Verpackung der Felsgussform dient als Gussrahmen und wird, wie hier gezeigt, geschnitten und zusammengeklebt. Der so entstandene Rahmen ermöglicht das Eingießen der Masse in die waagerecht liegende Gussform. Mit der Profi-Gießmasse werden nun die Felsen hergestellt. Zunächst muss das Pulver mit Wasser angerührt werden, bis eine gießfähige, aber nicht zu flüssige Masse entsteht. Leichtes Klopfen beim Einfüllen verbessert das spätere Gussergebnis, da eingeschlossene Luftbläschen entweichen. Nach dem Eingießen muss die Masse eine Weile aushärten. Wenn diese komplett getrocknet ist, können die Felsstücke aus der Form herausgelöst werden. Vor dem eigentlichen Gestalten des Geländes wird noch Montagespachtel verwendet, um dem Alugewebe eine Grundfestigkeit zu geben. Dieser wird ebenfalls mit Wasser zu einer spachtelfähigen Masse angerührt und partiell grob auf das Alugewebe aufgetragen. Diese Stabilisierung sollte möglichst flach ausfallen, um bei der späteren Gestaltung keine unerwünschten Erhebungen zu erhalten. Auf diesem Schaustück soll ein Gleis verbaut werden, auf dem eine Lok präsentiert wird. Das Gleis wird mit Heißkleber fixiert und angedrückt. Zur Vorbereitung der Felsgestaltung werden die Gießlinge gewässert. Das ist notwendig, damit im späteren Spachtelprozess keine Feuchtigkeit aus dem Montagespachtel gezogen wird. Die Positionierung der Felsstücke wird im Vorfeld nochmals überprüft. Anschließend werden diese mit Montagespachtel bestrichen und auf das Gelände geklebt. Die Umrandung der Felsen sowie das restliche Gelände wird ebenfalls mit Spachtelmasse geschlossen. Partien, die keine Felsstruktur zeigen sollen, werden mit einem Pinsel und etwas Wasser geglättet. Die Landschaftskontur ist jetzt für die anschließende Farbgebung vorbereitet. Mit dem Naturfarbenset geben wir den Felsstrukturen eine natürlich wirkende Färbung. In diesem Beispiel sollen die Felsen des Dioramas eine gelblich-bräunliche Färbung erhalten. Dazu wählen wir die entsprechenden Farben aus den 6 verschiedenen Farbtönen. Die verwendeten Lasuren werden stark mit Wasser verdünnt. Auf einem Stück Pappe wird die Mischung dann getestet. Anschließend wird die Farbe mit dem enthaltenen Schwammtupfer oder einem anderen Pinsel auf die Felsen aufgetragen. Dabei wird mit der hellsten Farbe begonnen. Es folgen die dunkler werdenden Farbtöne, die partiell hinzugefügt werden.
Wenn nötig, wird mit einer grauen Lasur die Intensität gemindert. Nach der Felskolorierung wird mit verschiedenen Acrylfarben die weiße Oberfläche, die anschließend begrast werden soll, grundiert. Dies verhindert, dass der Graskleber zu schnell antrocknet und keine weißen Stellen durch das Gras scheinen. Die Farbgebung ist jetzt abgeschlossen und das Diorama ist nun für die anschließende Begrasung nahezu vorbereitet. Was jetzt noch fehlt, sind Schotter und kleinere Felsbrocken. Wir verwenden in diesem Video das noch Profi-Gestein Geröll in verschiedenen Körnungen, um ein noch natürlicheres Ergebnis zu erhalten. Steine und Geröll werden ebenfalls mit dem noch Graskleber fixiert. In diesem Beispiel platzieren wir zuerst die größeren Gesteinsbrocken und zum Schluss das feinste Geröll. Der Kleber muss vor dem Begrasen unbedingt komplett durchtrocknen. Das Begrünen des Dioramas mit Hilfe des Noch Grasmasters sowie die Ausgestaltung mit Büscheln und Bäumen sehen Sie dann im zweiten Teil.